Gleich am Anfang gibt es einen kleinen Rückblick auf den Prototyp Trabant 610. Aber noch ganz kurz, das Jahr 2023 war für den Retro-Kanal ereignisreicher denn je. Denn es war ein Jahr mit den super freundlichsten Protagonisten, den besten Zuschauern überhaupt und urstseltenen Autos. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön. Den Start machen Ausschnitte des Videos vom Trabant 610, was gemeinsam mit den Redakteuren Michael Schinz und Sebastian May von der 79 Oktan entstanden ist. Im November 1979 erfolgte der Beschluss, dieses Projekt abzubrechen. Und 1980 waren von den 20 Funktionsmustern, die es vom P610 gab, noch 14 erhalten. Weisungsgemäß mussten davon 9 für Crashversuche verwendet werden, um sie anschließend dann zu verschrotten. Die anderen sollten fahrbereit abgestellt werden, aber es sind heute tatsächlich nur noch 2 übrig. 2 haben überlebt, nämlich die Funktionsmuster 18 und 19. Und die gehören heute zum Bestand des August-Horch-Museums in Zwickau. Sind dort zu sehen in der Ausstellung, zumindest eins davon. Und die anderen sind im Laufe der 80er Jahre in irgendeiner Weise verschollen. Noch seltener als ein Prototyp des Trabant 610 ist ein Trabant 11E. Den gibt es nämlich nur einmal und ausgestellt wird er auch nicht. Vorgestellt vom Formgestalter, der den Prototyp 1988 erschaffen hat, Matthias Kaluza, und Thomas Müller vom August Horch Förderverein. Trabant 1.1e. Das Skurrile ist daran, das Ganze stammt aus dem Jahr 1988. Es war ja im Grunde genommen eigentlich die vorrangige Idee für das neue Triebwerk, im Prinzip eigentlich ein neues Auto zu entwickeln. Das, was im Prinzip dann 1988 angekündigt war für die Serienproduktion und auch da eingeführt worden ist, hat ja äußerlich kaum Änderungen an der Front bzw. auch am Heck gehabt. Erst als Modell vorn mit Purschaum, der dann versiegelt worden ist mit glasfaserverstärktem Kunststoff, um als Anschauungsmodell erstmal vorgestellt zu werden. Das fand im Grunde genommen an einem Wochenende von Freitag bis Sonntagabend statt, ohne Beteiligte im Werk. Ich habe das im Musterbau im Sachsenringwerk dann halt eben bewerkstelligen müssen. Ich mag das bis heute nicht, weil man eine Karosserie, die eigentlich, ich sag mal, von End 50er Jahren mit im Prinzip der Regenrinne entstanden ist und dann dazu halt eben ein modernisiertes Gesicht und ein modernisiertes Heck macht, im Grunde zu dem Auto einfach nicht passt. Deswegen mag ich im Grunde genommen dieses einzelne Musterstück überhaupt nicht. Das nächste Video entstand mit Eckbert von Witzleben von der Stiftung Automuseum Wolfsburg in Wolfsburg. Er stellte uns den EA276 vor. Dieser Prototyp ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entstehung des späteren Bestsellers Volkswagen Golf. Wir hatten die große Ehre und bekamen von Eckbert von Witzleben in Wolfsburg diesen Prototyp vorgestellt. Ja, wir sehen den EA276. Das ist ein Prototyp. EA heißt bei Volkswagen Entwicklungsauftrag und dieser Entwicklungsauftrag ist aus dem Jahr 1969. Ja, was ist der Unterschied zu einem damals üblichen Volkswagen, den wir alle kennen, den runden Käfer, der noch mit Rahmenbodenanlage, aufgeschraubter Karosserie daherkam? Das ist eine Monocoque-Karosserie und der ganz große Unterschied zum Käfer ist, dass das Fahrzeug den Motor vorne hat. Mit dem Prototyp des Trabant NT geht es emotional weiter. Das Video ist bei IndyCar entstanden und zeigt die Entwicklung und Möglichkeiten, die es bereits 2008 gab. Wenn ich an einen Trabant denke, kommen sowohl Emotionen aufgrund seines knuffigen Aussehens als auch Gedanken an ein Land, das es nicht mehr gibt, auf. Und viele Menschen wünschen sich etwas Modernes. Etwas, mit dem man sich identifizieren kann. Ein Auto, das in die heutige Zeit passt, aber gleichzeitig das besondere Etwas von damals in die Gegenwart bringt. Wir sehen jetzt hier unseren Trabant NT. Ja, die Idee kam sicherlich auch daher, dass der Trabi bei uns bei Herpa doch sehr gut verkauft wurde, sehr groß sich in der Beliebtheit erfreute. Für das Video über den Elsys, der 1974 bis 1979 von einer AG junger Techniker gebaut wurde, musste lange recherchiert werden.
denn er war gar nicht so einfach zu finden. Es wurde Mitte der 1970er Jahre entwickelt und in mühevoller Kleinarbeit von Jugendlichen unter Anleitung von Fachleuten zusammengebaut. Das Problem war dabei, dass sie ohne materielle Voraussetzungen sich dieses Ziel gestellt haben und das, was an Material aufzutreiben war, genutzt werden musste. Richtig hoch hinaus ging es mit einem Barkas, der einen sehr seltenen Leiteraufbau besitzt. Schön oldschool. Wenn ich mal irgendwann noch groß bin, dann will ich auch so ein Teil haben. So. Und da ging es auch viele Jahre hin ins Land und dann auf einmal habe ich durch Zufall auch eine bekommen. Nicht ganz so selten, aber sehr komfortabel war der Volga M21 im nächsten Video. Na, wie funktioniert die Schaltung jetzt hier? Schaltung, das Lenkstockschaltung. Ja, das Lenkstockschaltung, 3 Gänge. Wenn wir zu so einem Oldtimer-Treffen fahren, junge Leute wissen nicht, was das ist, weil die kennen auch keine kyrillischen Buchstaben, die kennen keinen Volga, das Logo können sie nicht lesen. Dann kommen schon manchmal Fragen, was ist denn das? Den Rekord für das älteste noch straßenzugelassene Auto hier im Retro-Kanal trägt ein Ford Model A aus 1932. Man kann im Verkehr mitschwimmen, weil es schaltet sich schlecht. Man muss hat natürlich nicht von der Kreuzung diesen Anzug wie jetzt moderne Autos, aber es geht halt ein bisschen langsamer und man muss halt ein bisschen geduldig dann hinterher fahren. Aber er fährt auch jetzt bis 90 km/h fährt er, also das ist auch ganz schön schnell. Und ja, und mit dem Fahren ist es natürlich so, das schnelle Fahren ist nicht das Problem ist erst das Bremsen. Im nächsten Ausschnitt kann man sehen, wie das Moderne in Form eines Elektroantriebs auf die Vergangenheit eines Trabant 600 stößt. So, hier Innenleben eines von uns entwickelten, gebauten Elektro-Trabant. Hauptkomponente, wo wir ganz stolz drauf sind, ist diese zentrale Elektrosteuerung. Die verbindet das alte Benzinauto mit dem neuen Elektroauto. So, ich habe jetzt den zweiten Gang eingelegt und gebe einfach Gas. Halt. Handbremse muss schon weg sein. Keine Servolenkung. Einen zuverlässigen Gefährten aus Werdau, den S4001, stellte uns Jens vor. Es war jetzt nicht so, dass die Autos öfters kaputt waren oder irgendwo rumstanden. Und in der DDR-Zeit war es halt gang und gäbe, alle 10 Jahre ging das Auto zur GR, also es hieß einer Generalüberholung. Sieht man ganz leicht hinten, ganz leichtes Hellrot. Ja, dann kann man starten und losfahren.
Einen V8 im Heck, luftgekühlt und klasse Motorklang gab es im nächsten Video, wo uns Andreas eine Tatra 603 zeigte. Wir stehen hier vor einem Tatra 603-1, Baujahr 61, 2,5 Liter Hubraum mit 90 PS. Da hat er keine Servolenkung, ne? Aber das ist eine sehr gute Gewichtsverteilung von der Vorderachse, dass der Motor hinten ist und dadurch lässt er sich halt leichter lenken. Ne? Ja. Der Motor hat ja jetzt Gewicht hinten und ist nicht auf der lenkbaren Achse drauf. Ansonsten ist eine normale Haarschaltung, ne? Um die 1, dann die 2, vorne die 3, unten wieder die 4 und der Rückwärtsgang ist ganz hinten unten rechts. Was soll ich sagen, mit Tränen in den Augen habe ich diesen kleinen Rückblick erstellt und hätte gern noch viele weitere Videos wie das von Philipp mit seinem Garant oder dem Bürgermeister von Bollberg mit seinem Wartburg, die erste Maschinistin der DDR Rita Schnabel, Falkner mit seinem MZ, Robin mit seinem Volga. Wenn ihr Lust darauf habt, mache ich gerne noch einen zweiten Teil. Doch jetzt bedanke ich mich erstmal für eure Treue, Kommentare, Daumen nach oben, Geduld, Anregungen und noch so vieles mehr. Es macht einfach Urst Spaß. Bis bald, euer Jan.